In den Jahren des erfolgreichen Vormarsches der Wehrmacht war der Kampf der verbundenen Waffen die maßgebliche Doktrin. Doch mit dem zunehmenden Verlust der Initiative und dem Beginn der Rückzugsgefechte gewann vor allem an der Ostfront eine Waffengattung mehr und mehr an Bedeutung: die Scharfschützen. Das Scharfschützenwesen im deutschen Militär geht zurück auf die napoleonischen Kriege, in denen zum Beispiel preußische Jäger bereits Büchsen mit gezogenen Läufen einsetzten. Ende des 19. Jahrhunderts erschienen dann die ersten Zielfernrohre mit hochwertigen Gläsern. Und Deutschland wurde führend in der Entwicklung und Produktion. Die Gläser waren nicht nur beim Militär, sondern auch bei Jägern sehr gefragt. Anders als zum Beispiel in Großbritannien, in dem die Jagd ein eher exklusiver Sport der gehobenen Gesellschaft war, erfreute sich das Jagen im Deutschen Reich auch im Bürgertum großer Beliebtheit. Im Stellungskrieg des Ersten Weltkriegs wurden Scharfschützen auf beiden Seiten gefürchtete Gegner. Auf deutscher Seite waren es anfänglich Offiziere, die ihre Jagdgewehre mit Zieloptiken mit an die Front brachten. Schnell kam man auf die Idee, sie nicht nur zur Jagd im Hinterland, sondern auch an der Front zu verwenden. Man schoss auf Beobachter, MG-Besatzungen oder unvorsichtige Soldaten. Diese Jagden waren so erfolgreich, dass Ende 1914 bereits mit der Entwicklung eines militärischen Scharfschützengewehrs begonnen wurde. Dieses sollte schnell verfügbar sein und daher auf dem bereits verfügbaren Gewehr 98 beruhen. Wichtig hierbei waren vor allem robuste und unempfindliche Gläser für die Zielfernrohre. Bis diese Waffe gefertigt werden konnte, wurde die Gewehrfabrik Danzig beauftragt, ein passendes Gewehr für den Übergang zu liefern. Dafür wurde ein Karabiner umgebaut und mit einem Zielfernrohr von Görz versehen. Ende 1915 folgten dann die ersten standardisierten Gewehre 98 mit Zielfernrohren. Für die bessere Handlichkeit wurde bei diesem Gewehr dann der Kammerstängel gebogen und der Schaft unten etwas abgenommen. Durch den großen Aufwand bei der Produktion und die hohen Materialverluste an der Front fiel es jedoch schwer, eine schnelle Deckung mit diesen Waffen zu erreichen. Der Aufruf, zivile Gewehre zu stiften, war wenig erfolgreich. Doch stiftete der deutsche Herzog von Ratibor ungefähr 20.000 Jagd- und Sportgewehre an die Westfront. Sie wurden hauptsächlich Jägerbataillonen zugeteilt, vorrangig an bereits erfahrene Jäger, Förster, Sportschützen und vereinzelt auch Wilderer. Nicht lange und die deutschen Scharfschützen erhielten an der Front eine Sonderstellung. Sie durften sich frei bewegen und waren vom Regeldienst befreit. Sie waren auch nicht an ihre Gruppen gebunden, sondern an das Bataillon angegliedert. Das Feuer der deutschen Scharfschützen in der Anfangsphase des Krieges war so massiv, dass kaum noch englische und französische Beobachter ihren Aufgaben nachgehen konnten. So erlangten Scharfschützen wie Wilhelm Büttner, der mit seinem Kameraden Lindner einen französischen Angriff im April 1915 abwehrte, und Walter Schmidt, der 200 bestätigte Abschüsse erzielte, einige Bekanntheit in ihren Einheiten. Auch Georg Mühlberger, ein ehemaliger Wilderer, auf dessen Kopf 400 Mark ausgesetzt waren, machte mit seiner schnellen Schussfolge auf sich aufmerksam und wurde zu einem der schnellsten und effektivsten Scharfschützen. In der Armeeabteilung B bildeten die Deutschen ab April 1915 neben regulären Scharfschützen auch ganze Scharfschützeneinheiten aus. Diese geschlossenen Verbände nannten sich Abschusskommandos. Sie bestanden aus einem Offizier, 4 Unteroffizieren und 48 Scharfschützen. Diese Einheiten operierten selbstständig auf Divisionsebene und wurden besonders an Brennpunkten an der Front eingesetzt. Im Kriegstagebuch des Königlich Sächsischen Infanterieregiments 28 findet sich ein Eintrag vom 24. Dezember 1914, der erstmals auf eine Einweisung von Unteroffizieren mit Gewehren mit Zielfernrohren hinweist. Ein erster belegter Scharfschützenlehrgang wurde bei der 87. Infanteriedivision im April 1915 durchgeführt. Diese Praxis weitete sich auf weitere Einheiten wie auch die Landwehr aus. Zunehmend wurden Scharfschützen auch bei Stoßtrupps eingesetzt, was diese noch gefährlicher für den Feind machte. Ein besonderes Merkmal der deutschen Ausbildung war die Tarnung.
Dafür wurde ein sackartiger Scharfschützenanzug entwickelt, der farblich dem Sumpftarn der Wehrmacht ähnelte. Dazu gehörte eine Kapuze, die das Gesicht bedeckte und lediglich Öffnungen für Augen und Mund hatte. Auch der Einsatz bei Nacht ermöglichte es den Deutschen, ungesehen zu operieren. Die deutschen Optiken hatten eine gute Qualität, was bei entsprechendem Mondlicht Abschüsse ermöglichte. Die alliierten Armeen reagierten auf diese Gefahr und gaben ebenfalls Gewehre mit Zielfernrohren aus. Besonders die englischen Scharfschützen agierten deutlich erfolgreicher als die deutschen. Man zog die englischen Schützen sogar aus der Frontlinie und unterzog sie einem eigens geschaffenen Lehrgang. Viele der britischen Scharfschützen waren Kanadier, Australier oder Südafrikaner, die ebenfalls Jagderfahrung hatten oder vor dem Krieg ihr Leben als Trapper führten. Besonders die kanadischen Scharfschützen waren sehr gefürchtet, selbst bei erfahrenen deutschen Truppen. Die deutsche Scharfschützentaktik bot jedoch nach wie vor große Vorteile. Während die englischen Scharfschützen rotierten, blieben deutsche Schützen in einem Abschnitt, wodurch ihnen das Gelände sehr vertraut war. Erst 1917 übernahmen die Engländer dieses Vorgehen. Besonders das Lockvogelschießen war bei deutschen Scharfschützen verbreitet. Ziel war es dabei, einen feindlichen Soldaten vorzugsweise durch einen Nierenschuss im Mobil zu schießen. Die schmerzerfüllten Schreie des Verwundeten sollten weitere Soldaten animieren, ihn zu retten, die dann vom Scharfschützen ebenfalls an- oder abgeschossen wurden. Nach dem Krieg wollte man Scharfschützen in der Reichswehr weiter erhalten. Ausgerüstet wurden sie teilweise noch mit dem Gewehr 98 mit Zielfernrohr. Zunehmend wurden sie auch im begrenzten Rahmen mit dem von der Firma Simson hergestellten Karabiner 98 KB ausgestattet. Die Scharfschützen galten im Nachkriegsdeutschland als eine Erscheinung der Kampfumstände des Grabenkrieges. Der moderne Krieg würde beweglich und von Tanks bestimmt werden. Für viele Offiziere galt zudem das Scharfschützenwesen als hinterhältig und nicht ehrenhaft. Im Jahr 1932 entschied man sich dann weitgehend für eine Abschaffung des Zielfernrohrschützen. Durch eine schriftliche Anweisung wurden die Einheiten angewiesen, Zielfernrohre und die geänderten Karabiner 98B an das zuständige Zeugamt abzugeben. Bis zum März 1938 wurden militärische Zielfernrohre sogar an Heeresangehörige zu festgelegten Preisen verkauft. Während der Zusammenarbeit der Reichswehr und der Roten Armee ab 1925 lieferten die Deutschen viele technische und taktische Kenntnisse über ihre Erfahrungen mit Scharfschützen im Ersten Weltkrieg. Ironischerweise trugen sie damit zum Aufbau des sowjetischen Scharfschützenwesens bei. In den ersten Feldzügen der Wehrmacht lag der Fokus auf der Luft- und Panzerwaffe. Sie ermöglichten dem Heer einen raschen Vorstoß und einen blitzartigen Sieg gegen Polen. Dies schien die negative Einstellung gegenüber den Scharfschützen zu belegen. Doch bereits im Norwegen-Feldzug trafen die deutschen Truppen auf feindliche Scharfschützen, die sich in dem rauen Gelände gut auskannten und mit ihren Krag-Jørgensen-Gewehren den deutschen Soldaten einige Probleme bereiteten. Die norwegischen Schützen operierten in kleinen Gruppen und lauerten auf deutsche Einheiten. Der deutsche Karabiner 98K war mit seiner offenen Visierung nicht geeignet zur Bekämpfung weit entfernter Ziele, und bis schwere Waffen aufgebaut waren, war von den norwegischen Schützen nichts mehr zu sehen. Zunehmend wurden privat beschaffte Zielfernrohre eingesetzt und von den Truppenwaffenmeistern organisiert. Der Ruf nach einem standardisierten Scharfschützenkarabiner wurde immer lauter. Anders als in Norwegen blieben die Begegnungen mit feindlichen Scharfschützen in Frankreich eher eine Randerscheinung, denn auch die westlichen Streitkräfte hatten das Scharfschützenwesen vernachlässigt. So begegnete man lediglich hin und wieder feindlichen Heckenschützen. Ganz anders war es nach dem Angriff auf die Sowjetunion. Dort trafen die Soldaten der Wehrmacht auf ein so großes Maß an feindlicher Scharfschützenaktivität, dass die vielen dadurch verursachten Ausfälle die Führung der Wehrmacht zwang, sich mit dieser Gefahr auseinanderzusetzen. Spätestens bei den Kämpfen in Stalingrad wurde klar, dass das einzige wirksame Gegenmittel eigene Scharfschützen waren.
Nach den gescheiterten Offensiven 1941 und 1942 entwickelte sich der Krieg an der Ostfront zunehmend zu einem Stellungs- und später einem reinen Defensivkrieg. Bis die Führung der Wehrmacht auf den Ruf der Truppe und Kommandeure vor Ort nach eigenen Scharfschützen reagierte, behalfen sich viele selbst, indem sie besonders geeignete Männer zu Scharfschützen ernannten. In erster Linie wurden besonders gute Schützen gewählt. Der Mangel an eigenen Gewehren mit Zieloptiken führte zur zahlreichen Verwendung von sowjetischen Beutewaffen. Auch der Einsatz von zivilen Jagdgewehren und Optiken war durchaus üblich. Anfänglich setzte man Scharfschützen hauptsächlich dazu ein, ausgewählte feindliche Offiziere, Unteroffiziere oder Spezialisten auszuschalten. Diese speziellen Aufträge wurden meistens vom Kompanieführer oder dem Bataillon vergeben. Im späteren Verlauf wurden sie jedoch allgemein zur Verringerung der gegnerischen Mannstärke eingesetzt. Ihr größtes Potenzial entfalteten Scharfschützen dabei auf der sogenannten freien Jagd oder dem Einsatz im Gefecht. Ein erstes Merkblatt für Scharfschützen gab es Ende 1942. Die erste ernsthafte Vorschrift erschien dann im Mai 1943 mit dem sogenannten Merkblatt 25-4. Im selben Jahr wurde die Scharfschützenausbildung eingeführt. Zu Beginn orientierte man sich noch an den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs. Doch als mehr und mehr verwundete ehemalige Scharfschützen mit Erfahrungen von der Ostfront die Ausbildung dominierten, kamen realistischere Ausbildungsmethoden zum Einsatz. Anwärter für die Ausbildung wurden in der Regel vom Kompanieführer ausgewählt. Der Aspirant sollte bereits ohne Zielfernrohr hervorragende Schießergebnisse haben. Es kam aber auch vor, dass bereits aktive Scharfschützen zur weiteren Ausbildung in die Heimat geschickt wurden. Nicht selten stellte die Ausbildung für diese erfahrenen Männer keine große Schwierigkeit dar, sondern wurde als Urlaub von den Strapazen der Front angesehen. Die Lehrgänge wurden entweder im Hinterland in sogenannten Divisionskampfschulen durchgeführt oder auch in den 17 Scharfschützenschulen, die auf großen Truppenübungsplätzen mit eigens dafür geschaffenen Trainingsarealen abgehalten. Es standen zahlreiche Übungen auf dem Lehrplan. Es gab theoretischen Unterricht, zum Beispiel zur Behandlung und Pflege des Gewehrs und der Optik, taktische Schulungen und Schießausbildung. Besonders wichtig war die Geländeausnutzung. Die Wahl der richtigen Stellung entschied über Leben und Tod. Der Scharfschütze musste in der Lage sein, im bestehenden Gelände gute Stellungen auszuwählen und diese auszubauen. Dabei war es auch wichtig, eine gute Sicht auf das Gelände zu haben und gute Fluchtwege mit Deckung zu nutzen. Neben dem Anfertigen von Karten des Geländes war das Entfernungsschätzen eine zentrale Fähigkeit, die es zu erlernen galt. Dies war ein unerlässlicher Teil, um Gefahren und Möglichkeiten abzuwägen und vor allem seine Waffe richtig zu justieren. Ein gut abgestecktes und abgeschätztes Gelände spart im Ernstfall entscheidende Sekunden. Sollte ein feindlicher Soldat in der Nähe einer auf der Karte angezeichneten Markierung auftauchen, kennt ein gut vorbereiteter Scharfschütze die Entfernung zum Ziel sofort und weiß, wie weit er vorhalten muss, um sein Ziel sauber zu treffen. Die Karten dienten dann auch dazu, besondere Merkmale im Gelände zu erkennen. Taucht plötzlich ein neuer Busch im Abschnitt auf, könnte dies ein feindlicher Scharfschütze sein, der sich samt dem Busch als Tarnung auf das Gelände geschlichen hat. Die sowjetischen Scharfschützen waren herausragend, wenn es um Tarnung ging. Daher scheute man sich auch nicht, die von den sowjetischen Scharfschützen abgeguckten Methoden zu lernen. Es wurden anfänglich sogar sowjetische Ausbildungsfilme mit deutschen Untertiteln gezeigt, bis man später dann eigene Ausbildungsfilme herstellte. Scharfschützen von der Front belächelten viele der aufwendigen Tarnungen, wie sie geübt und in den Übungsfilmen gezeigt wurden. Diese waren an der Front in der Regel unrealistisch zu beschaffen. Die Tarnmethoden waren eher von der Improvisation geprägt. Auch aufwendige Tarnkleidung war selten zu beschaffen. Wenn möglich, ließen sich gewiefte Scharfschützen vom Regimentsschneider Zeltbahnen zu Tarnhemden umnähen. Diese waren luftiger und in ihnen war man beweglicher als in den dicken Tarnbändejacken zum Beispiel. Entscheidender als aufwendige Tarnung war die Fähigkeit, aus dem wenigen, was es an der Front gab, etwas zu machen. In der Ausbildung wurde auch die Zusammenarbeit mit einem Beobachter oder mehreren Scharfschützen geübt.
An der Front gab es einsame Wölfe, aber auch das Jagen mit einem Beobachter bot große Vorteile beim Finden von Zielen. Ein Beobachter verfügte in der Regel über ein Fernglas, mit dem sich ein größerer Radius absuchen ließ. Der Blick durch die Optik auf dem Gewehr war hingegen deutlich eingeschränkter, und der Wechsel vom Fernglas zur Zieloptik konnte wertvolle Zeit kosten. Auch ein zweiter Scharfschütze war eine erhebliche Verstärkung und konnte dazu beitragen, feindliche Scharfschützen zu verwirren und damit einen entscheidenden Vorteil zu erhalten. In diesem Fall war eine wortlose Kommunikation von größter Wichtigkeit. Die Partner konnten sich mit Handzeichen verständigen oder ahmten sogar das Zwitschern der Vögel nach, um miteinander zu kommunizieren. Lag die Treffergenauigkeit bei über 50% im Abschlussschießen, war das Ausbildungsziel erreicht und man wurde offiziell zum Scharfschützen. Der Lehrgang dauerte in der Regel nur 2 bis 4 Wochen, konnte aber vor allem frisch ausgebildete Scharfschützen nur bedingt auf den Einsatz vorbereiten. Nicht nur die Zielgenauigkeit war wichtig, auch bestimmte Eigenschaften mussten vorhanden sein. Der Scharfschütze sollte über eine Naturverbundenheit verfügen, um wirklich eins mit seiner Umgebung zu werden. Das Vorhandensein des Jagdinstinktes war essentiell. Zudem musste der Scharfschütze kaltblütig sein. Durch die Optik sah er seine Opfer. Er konnte erkennen, ob sie einen Ehering trugen oder ihren Gesichtsausdruck sehen, bevor er abdrückte. Wie ein Jäger musste er dennoch seine Beute erlegen. Das dürfte ein Grund gewesen sein, warum viele ehemalige Jäger in die Reihen der Scharfschützen eintraten. Sie erfüllten bereits viele dieser Anforderungen. Die wichtigste Eigenschaft, die ein Scharfschütze jedoch aufweisen musste, war innere Ruhe. In den nervenaufreibendsten Situationen war es nötig, kühle Entscheidungen zu treffen. Sonst würde es das Ende bedeuten. Auf der anderen Seite mussten Situationen blitzschnell eingeschätzt werden. Man musste sofort darauf reagieren. Schießen oder fliehen. Das musste in Bruchteilen von Sekunden entschieden werden. Gerade diese Eigenschaft fehlte den unerfahrenen Scharfschützen oft, weswegen viele bereits nach 15 bis 20 Abschüssen selber ausgeschaltet wurden. Die häufigsten Fehler waren hierbei eine ungeschickte Stellungswahl und vor allem das Versagen der Nerven in den entscheidenden Situationen. Ab 1942 wurde die Produktion von K98K mit einer Halterung für eine Zieloptik angekurbelt. Die Produktion stieg von 5.900 Gewehren 1941 auf 57.000 im Jahr 1943. Neben den bereits zivilen Jagdwaffen und den Beutegewehren wurde der K98K mit Zieloptik zur Standardwaffe der Scharfschützen. In der Frühphase wurde aus Kostengründen das ZF-41 mit 1,5-facher Vergrößerung ausgegeben. Durch seinen kleinen Durchblick und das geringe Gesichtsfeld wurde es jedoch rundweg für untauglich befunden und lediglich an gute Schützen der Einheit ausgegeben. Deutlich beliebter war der K98 mit dem sogenannten Ziel 4, eine Optik mit 4-facher Vergrößerung, und der K98 mit dem ZF6, eine Optik mit 6-facher Vergrößerung. Neben dem K98 war das Gewehr 43 für einen Einsatz für Scharfschützen vorgesehen. Es wurden ab 1944 insgesamt 50.000 mit einer Schiene zum Anbringen einer Zieloptik produziert. Mit diesem Selbstladegewehr war eine schnellere Schussfolge möglich. Dies sollte den Scharfschützen einen Vorteil verschaffen, doch viele Schützen bevorzugten die Präzision und die Einfachheit des K98 und blieben bei ihrem Repetiergewehr. Nicht nur die Gewehre mussten eine hohe Qualität haben, um die nötige Präzision zu gewährleisten. Auch die Munition sollte qualitativ hochwertig sein. Scharfschützen sollten sich daher, soweit es geht, von den Bataillonswaffenmeistern sogenannte Anschussmunition geben lassen. Diese hatte eine besonders sorgfältige Ladung, da sie zum Anschießen neuer und reparierter Gewehre genutzt wurde, um deren Präzision zu überprüfen. Zudem gab es die begehrte B-Patrone. Diese Beobachtungspatrone diente zum Einschießen der Maschinengewehre von Jagdflugzeugen und explodierte beim Aufschlag. Die Explosion konnte einen 5 cm dicken Baum fällen.
der Nutzen ist so einleuchtend wie erschreckend. Traf man ein Ziel mit dieser Patrone an irgendeiner Stelle, waren die Verletzungen derart beträchtlich, dass sie mindestens eine erhebliche Verwundung verursachten. Die auf sowjetischer Seite weit verbreitete Munition wurde auch nach und nach von den deutschen Scharfschützen verwendet. Bei der freien Jagd suchten sich Scharfschützen passende Abschnitte. Dort wurde eine geeignete Stellung ausgemacht und man legte sich auf die Lauer. Wichtig war es, zuvor Wechselstellungen vorbereitet oder ausgesucht zu haben. Im Idealfall wurde nach jedem Schuss die Stellung gewechselt. In jeder Situation musste der Scharfschütze davon ausgehen, dass sich ihm gegenüber ein feindlicher Scharfschütze befand. Das eigene Überleben war daher die Priorität. Eine gut getarnte oder ausgesuchte Stellung war essentiell. Bei der Jagd musste der Jäger oft stundenlang in einer Position verharren und im genau richtigen Moment, wenn sich sein Ziel zeigte, geistig präsent und handlungsschnell sein. Ein Schuss sollte jedoch nur erfolgen, wenn das Ziel sicher getroffen werden konnte. Denn jeder Schuss bedeutete den Verlust der sorgsam ausgesuchten Position. In den eigenen Reihen waren Scharfschützen nicht in jeder Situation beliebt. Handelte es sich um einen ruhigen Frontabschnitt, konnte es durchaus vorkommen, dass beide Seiten einen unausgesprochenen Frieden erlebten und ihr Dasein in relativer Ruhe fristeten. Gab es Tote durch einen Scharfschützen, konnte es zu Störfeuer durch Granatwerfer kommen und die Ruhe stören. So mancher Scharfschütze flüchtete dann vor dem Ärger der eigenen Kameraden. Immer wieder gab es auch junge Offiziere, die den Erfolg der Scharfschützen neideten oder deren Kampfverhalten für feige und unehrenhaft hielten. Vor allem aber vorgeschobene Beobachter und Artilleriebeobachter lebten geradezu in einer Feindschaft zu den Scharfschützen. Sie mussten sich die begrenzten Ferngläser und Tarnmittel mit ihnen teilen und oft zurückstecken. Auch lieferten die Scharfschützen immer wieder wertvolle Beobachtungen und Einschätzungen zur Feindlage, was sie in der Gunst der Kompanieführer weiter steigen ließ. Sehr willkommen waren Scharfschützen, wenn sich auf der gegenüberliegenden Seite ein feindlicher Scharfschütze herumtrieb und empfindliche Verluste verursachte. In diesem Fall galt höchste Vorsicht. Einen feindlichen Scharfschützen auszuschalten, ist in diesem tödlichen Spiel die höchste Disziplin. Wie dieses Duell ausging, hing vor allem von der Erfahrung ab. Agiert der Scharfschütze alleine? Wer kennt das Gelände besser? Wer hat die bessere Stellung? Wer hat die stärksten Nerven? Nicht selten gerieten die deutschen Scharfschützen hier ins Hintertreffen. Im Duell gab es zahlreiche Listen, die Scharfschützen anwandten, um ihren Gegner in die Falle zu locken. Die heute bekannteste ist wohl das Heben eines Stahlhelms oder einer Feldmütze mit einer Vorrichtung oder durch einen Kameraden. Eröffnete der feindliche Scharfschütze das Feuer auf den vermeintlichen Gegner, verriet er damit seine Position. Das Scharfschützenwesen in der Roten Armee war deutlich ausgeprägter und hatte eine längere Tradition. Auch dadurch hatte die Rote Armee eine größere Anzahl an Scharfschützen in ihren Reihen. So kam es durchaus vor, dass mehrere Schützen zusammen agierten. Es gibt sogar Berichte von ganzen Scharfschützenkompanien, die an Frontabschnitten kämpften und verheerende Verluste verursachten. Diese konnte man lediglich mit schweren Waffen bekämpfen. Dies war auf beiden Seiten eine bevorzugte Methode zur Abwehr von Scharfschützen. Wurde diese ausgemacht, begann der Beschuss durch Granatwerfer. Hier blieb dem Schützen lediglich die rasche Flucht, da sich der Werfer nach wenigen Schüssen auf ihn eingeschossen hatte, was das Ende bedeutete. Erfahrene Scharfschützen bewegten sich im Hasensprung zur Wechselstellung oder traten die Flucht an. Dabei sprang der Soldat auf, schlug Haken, warf sich zu Boden und sprang wieder auf. All dies so unvorhersehbar wie möglich. Durch das Granatwerferfeuer zu rennen und nicht in der vermeintlich sicheren Deckung des Schützenlochs zu bleiben, erforderte jedoch enorme Disziplin und Willensstärke. Der Mangel an Personal, schweren Waffen und Panzern führte dazu, dass den Scharfschützen und der Leistung des einzelnen Soldaten mehr Gewicht zukam. Wenn sowjetische Einheiten einen Durchbruch erzielten und die eigene Einheit sich rasch zurückziehen musste, um nicht abgeschnitten zu werden, wurden Scharfschützen oft als Artillerie der Truppe eingesetzt. Normalerweise wird der Rückzug durch die eigene Artillerie gedeckt, um den nachstoßenden Gegner auf Abstand zu halten. Doch der Mangel an eben jenen schweren Waffen führte dazu, diese Rolle dem Scharfschützen zukommen zu lassen. Während die Kameraden sich zurückzogen, grub sich der Scharfschütze ein und erstellte mehrere Wechselstellungen,
Wenn die feindliche Einheit nachstieß, eröffnete er sein tödliches Feuer. Anders als bei einem Großangriff war der Kampf gegen einen Scharfschützen ein anderer. Es gab keinen zufälligen Tod. Jeder Soldat wusste, wenn er zum Angriff aufstand, konnte er sterben. Diese Art der Bedrohung war viel individueller und führte oft zu einer Lähmung. Auch bei Großangriffen konnten Scharfschützen einen entscheidenden Effekt haben, und es gibt einige Berichte über Vorstöße von ganzen Kompanien, die maßgeblich durch Scharfschützen abgewehrt wurden. Nicht nur mussten sich sowjetische Soldaten meist gegen gut eingegrabene und sich zäh verteidigende deutsche Soldaten behaupten, befand sich ein Scharfschütze in ihren Reihen, wurde die angreifende Truppe gezielt dezimiert. Dabei verwendeten erfahrene Scharfschützen grausige Methoden. In den wenigen Berichten, die es von Scharfschützen gibt, erzählen sie von gezielten, extrem schmerzhaften und einfacher zu erzielenden Rumpfschüssen bei den Soldaten in den hinteren Reihen. Wenn diese dann im äußerst schmerzhaften Todeskampf schrien, demoralisierte das die angreifenden Truppen. Die vorderste vorrückende Reihe bemerkte das Nachlassen der nachrückenden Truppen und brach den Angriff ab. Sollte der Feind dann doch die eigenen Reihen erreichen und sie selber in Nahkämpfe verwickeln, wechselten Scharfschützen auch zu anderen Waffen, die im Nahkampf sehr viel effektiver waren. Viele Scharfschützen versteckten ihre Waffen in diesem Fall. Niemand von ihnen wollte in feindliche Gefangenschaft kommen, denn besonders an der Ostfront wurden ergriffene Scharfschützen auf beiden Seiten übel zugerichtet, bevor sie einen sicheren Tod starben. Darüber finden sich auf beiden Seiten die grausamsten Berichte. Die Waffe sollte jedoch auf einem Rückzug nicht zurückgelassen werden, da dies hohe Strafen mit sich bringen konnte. Doch auch an der Westfront, im Besonderen in der Normandie, gibt es zahlreiche Berichte über Scharfschützen, die mit Billigung von höchster Stelle bei der Gefangennahme kurzerhand erschossen wurden. Dieser Verstoß gegen die Genfer Konvention, die zwar an der Ostfront für beide Seiten keine Rolle spielte, aber im Westen bestand, dies zeigt deutlich, wie verachtet die Männer dieser Waffengattung auch bei den Alliierten waren. Das lag vor allem daran, dass die alliierten Soldaten sich durch das dicht bewachsene Gelände der Normandie kämpfen mussten. Die deutschen Scharfschützen verschanzten sich hierbei in Hecken, Häusern und Kirchtürmen und verursachten schwere Verluste. Für sie war es das ideale Gelände, um die von der Ostfront mitgebrachten Kenntnisse einzusetzen. Gerade aus Angst vor Gefangenschaft versuchten sich die Scharfschützen so wenig wie möglich vom einfachen Soldaten zu unterscheiden. Auch aus diesem Grund waren aufwendige Tarnung oder ausgefallene Kleidung selten anzutreffen. Die Heeresführung erarbeitete einen ehrgeizigen Plan. Man wollte 1944 pro Gruppe 2 Scharfschützen eingliedern. Diese Ziele wurden nicht annähernd erreicht. Eine Division hatte zwischen 40 und 90 Scharfschützen. Realistisch waren also 2 bis 3 pro Kompanie. In Anerkennung ihrer Bedeutung stiftete Hitler am 20. August 1944 ein Scharfschützenabzeichen für das Heer und die Waffen-SS. Es wurde in 3 Stufen verliehen, für 20, 40 und 60 Abschüsse. Als Abschuss galt, wenn der Feind zumindest bewegungsunfähig gemacht wurde. Der Abschuss musste im Kampf erfolgen und von einem Zeugen bestätigt worden sein. In der Regel wurden diese auch in einem mitzuführenden Heft eingetragen und vom jeweiligen Offizier noch einmal bestätigt. Diese Auflagen machten es teilweise sehr schwierig, bestätigte Abschüsse zu erzielen. Der erfolgreichste deutsche Scharfschütze war Matthäus Hetzenauer. Er erzielte 345 bestätigte Abschüsse. Man kann jedoch von deutlich höheren Zahlen ausgehen. Schüsse, besonders im Verteidigungsgefecht, wurden nicht gezählt. Auch hier erzielten die Scharfschützen sehr viele Treffer, und es ist nicht unvorstellbar, dass einige Scharfschützen sogar über 1000 feindliche Soldaten ausgeschaltet haben. Dies erklärt sicher den Groll und die hohe Priorisierung feindlicher Scharfschützen in der Bekämpfung. Neben dem Abzeichen gab es auch weitere Ehrungen, die möglich waren. Dazu gehörten Urlaub, die Nennung im Tagesbefehl, bis hin zu Armeetagesbefehl oder auch Orden wie das EK-1 bis zum Deutschen Kreuz oder Ritterkreuz. Aus den bereits erwähnten Gründen wurde das Abzeichen jedoch nie wirklich getragen und war ein eher lästiges Ruhmesblatt. Anfang 1945 erließ das OKW sogar die Anordnung, vor der Gefangennahme das Abzeichen zu entfernen, da dies den definitiven Tod bedeuten würde. Die Scharfschützen wurden auch nach dem Krieg zwiespältig wahrgenommen. Bis heute gab es nur einige wenige ehemalige Scharfschützen, die sich überhaupt zum Krieg geäußert haben.
Den Umstand, hunderte Menschen getötet zu haben, behielten viele für sich. Auch lange Jahre nach dem Krieg fürchteten viele die Rache oder die Ächtung. Auch gab es unter den Scharfschützen nur wenige Verwundete, die nach ihrer Genesung wieder an die Front kamen. Entweder starben sie im Einsatz oder sie wurden wegen fehlender Treffsicherheit und Kaltblütigkeit nicht mehr als Scharfschütze eingesetzt. Gerade die Verluste unter den jungen Scharfschützen waren sehr hoch. Sie erfüllten die Anforderungen zwar auf dem Papier, konnten aber die Nerven in der Realität nicht bewahren. Bis zum Ende des Krieges im Mai 1945 waren knapp 25.000 Scharfschützen mit Abschüssen in den offiziellen Listen verzeichnet, von denen wahrscheinlich die Hälfte gefallen ist.